Mache diese 5 Dinge, um deine Müdigkeit zu fixen. Viele Menschen sind im alltäglichen Leben die ganze Zeit irgendwie müde, energielos und haben einfach keine Kraft, keine Lust, keine Laune. Und es ist egal, ob es jetzt Kinder in der Schule oder ob es jetzt Erwachsene in der Arbeit sind. Allesamt sind halt irgendwie energielos und die ganze Zeit müde. Und woran liegt das? Liegt das bestimmt nur am Wetter, also diesem schlechten, regnerischen Wetter? Oder liegt es auch an etwas anderes? Und ich kann dir definitiv sagen, dass es auch an etwas anderes liegt, nämlich welche Nahrung du zu dir aufnimmst. Denn wenn du die ganze Zeit falsche, schlechte Nahrung zu dir aufnimmst, dann kann es dafür sorgen, dass du energielos bist, dass du die ganze Heißhunger bekommst und dass du dich müde fühlst. Und das möchtest du ja nicht. Und zudem, was du auch nicht möchtest, also neben der schlechten Nahrung, möchtest du auch nicht zu viel Nahrung zu dir konsumieren. Von zu viel schlechte Nahrung. Aber es ist ja heutzutage irgendwie alltäglich geworden, weil wir halt eben überall einen Supermarkt haben. In jedem Dorf gibt es einen Supermarkt oder in jeder Stadt, an jeder Ecke gibt es einen Supermarkt. Und da gibt es 80-90% von den Lebensmitteln, die halt eben nicht gut für deinen Körper sind, die deinen Körper überbelasten, die deinem Körper Nährstoffe rauben und dafür sorgen, dass du halt eben müde wirst. Und das ist halt etwas, was nicht gut ist, vor allem für deinen Körper und für dich selber, weil du halt eben damit deine Energie raubst, wenn du halt eben die falschen Lebensmittel zu dir aufnimmst und vor allem, wenn du zu viel Lebensmittel zu dir aufnimmst. Deswegen werden wir jetzt das Thema besprechen, welche 5 Dinge dafür sorgen können, damit du deine Müdigkeit fixen kannst. Finde ich gut. Nummer 1. Hör auf, die ganze Zeit Zucker zu konsumieren. Die Müdigkeit kommt von zu viel Insulin im Körper. Das bedeutet, wenn du Zucker aufnimmst, dass dein Körper Insulin freigibt und das sorgt dafür, dass dein Körper deinen Zucker in Glucose umwandelt. Und Glucose kommt dann im Blutkreislauf, was dafür sorgt, dass mehr Insulin freigegeben wird. Und das sorgt dafür, dass die Energie als Fett abgespeichert wird. Das führt dann zu Übergewicht, das führt dann auch zu Heißhunger. Also du wirst dann immer süchtiger nach mehr Zucker. Du verlangst dann nach mehr Zucker. Und das sorgt dann dafür, dass du deinen Körper überbelastest. Und das sorgt dafür, dass du halt dann eben mehr müde wirkst. Deswegen wirst du auf jeden Fall den Zucker vermeiden. Nö. Dann vermeide auf jeden Fall alle verarbeiteten Lebensmittel. Also verarbeitete Lebensmittel wie zum Beispiel Getreideprodukte wie Müsli, die ganzen Weißmehlprodukte, Bagel, dann auch Muffins, Ben Jerry, Tiefkühlpizzen. Das ist alles leere Nahrung, also keine Nahrung. Denn dein Körper muss sehr hart dagegen ankämpfen, um diese verarbeiteten Lebensmittel zu verarbeiten. Denn sie haben keine Nährstoffe, keine Vitamine und Mineralien. Also sie sind praktisch halt leere Nahrung, leere Kalorien, also es ist nichts drinnen, was dein Körper braucht. Und dein Körper muss halt quasi eben dann seine eigenen Nährstoffreserven, seine eigenen Vitamin- und Mineralstoffreserven aufbrauchen, damit es überhaupt diese verarbeiteten Lebensmittel verarbeiten kann. Und das wird meistens dann in Energie umgewandelt und vor allem in Zucker. Und wie du schon bereits weißt, sorgt Zucker dafür, dass du mehr Heißhunger bekommst, dass es deinen Körper überbelastet, dass du Übergewicht bekommen kannst und dass du dich halt eben müde fühlst. Deswegen auf jeden Fall vermeide auch alle verarbeiteten Lebensmittel. Alles klar, Digga. Dann drittens, isst nicht zu viele Mahlzeiten. Denn je häufiger du isst, desto mehr steigt dein Insulin an. Und das sorgt dafür, dass du halt nicht in die Fettverbrennung kommst. Und das ist halt eben fatal, denn wir brauchen Fette, beziehungsweise wir müssen Fette verbrennen, weil die Hauptquelle für unser Gehirn sind. Also die geben uns quasi Energie. Und wenn wir jetzt nicht in einer Fettverbrennung sind, dann sorgt es dafür, dass wir mehr müde wirken. Deswegen ist es wichtig, weniger Mahlzeiten zu sich aufzunehmen. Am besten so 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag. Denn unser Körper braucht 3 bis 4 Stunden, um diese Mahlzeit zu verdauen. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtiger, weniger Mahlzeiten zu sich aufzunehmen, als mehr Mahlzeiten zu sich aufzunehmen. Denn wenn du mehr Mahlzeiten zu dir aufnimmst, dann triggerst du das Insulin und das sorgt dafür, dass du mehr Heißhunger bekommst, dass du halt eben die ganze Zeit das Verlangen nach Essen hast. Aber wenn du weniger Mahlzeiten zu dir aufnimmst, dann hast du nicht dieses große Hungergefühl, nicht diese Heißhungerattacken und du hast nicht mehr dieses Verlangen nach mehr Essen oder mehr Zucker. Deswegen am besten isst auch nicht zu viele Mahlzeiten. Okay. Dann viertens, isst gesunde Fette. Also gesunde Fette wie zum Beispiel Avocados, Oliven,
dunkle Schokolade, Nüsse, wie zum Beispiel nicht pasteurisierter Käse oder rotes Fleisch und so weiter und so fort. Denn wenn wir mehr Fette zu uns aufnehmen, dann sorgt es dafür, dass wir auch mehr gesättigter wirken sind. Denn unser Körper braucht eine lange Zeit, um die Fette in Glucose umzuwandeln und dann erst erhöht sich der Blutzucker. Und hoher Blutzuckerspiegel und hoher Insulinspiegel sorgen dafür, dass wir uns mehr müde fühlen. Deswegen wollen wir auf jeden Fall mehr Fette zu uns aufnehmen und weniger Zucker, damit wir einen normalen Insulinspiegel und einen normalen Blutzuckerspiegel haben. Ei, ei, Captain! Fette können zudem auch dafür sorgen, dass du mehr Energie bekommst. Denn 1 Gramm Fett hat 9 Kalorien, während 1 Gramm Kohlenhydrate 4 Kalorien haben. Also Fette geben dir mehr Energie, auch dadurch, weil wenn du Fette verbrennst, das ist dann die beste Quelle für dein Gehirn. Also du bekommst dann automatisch mehr Energie, kein Heißhunger und keine Müdigkeit. Und deswegen möchtest du auf jeden Fall mehr Fette konsumieren. Okay, let's go. Dann 5. Lese die Etikette der Nahrungsmittel durch, die du kaufst. Denn in vielen Nahrungsmitteln ist irgendwo auch hinzugefügter Zucker mit dabei oder halt ungesunde Fette, die dafür sorgen können, dass du halt eben mehr Omega-6-Fettsäuren im Blut hast oder im Körper hast. Und das sorgt dafür, dass du mehr Entzündungen bekommst und das sorgt dafür, dass du halt mehr Herzerkrankungen oder Krebs bekommen kannst. Denn das möchtest du auch vermeiden. Was du auch vermeiden möchtest, ist so pasteurisierte Sachen. Denn pasteurisierte Sachen sind halt leere Energie, leere Nahrung, leere Kalorien. Und die rauben dir deine Nährstoffe, deine Vitamine und Mineralien und das sorgt dafür, dass du weniger Energie bekommst und mehr müde wirkst. Deswegen möchtest du das auf jeden Fall auch vermeiden. Was du auch vermeiden möchtest, sind so Soßen wie Ketchup und Mayonnaise. Die haben viel Zucker und viel diese ungesunden Fette mit dabei. Und am besten vermeidest du auch diese ganzen pasteurisierten Sachen wie Milchprodukte oder pasteurisierte Gemüse. Also vermeide das einfach. Das ist einfach nicht gut, raubt dir Energie, raubt dir deine Nährstoffe und so weiter und so fort. Und das sorgt dafür, dass du mehr müde wirkst, weniger Energie hast und die ganze Zeit immer ein Heißhungergefühl hast. Deswegen vermeide das. Mach am besten deine eigenen Soßen, mach dein eigenes Brot, mach dein eigenes Joghurt. Das ist dann viel besser, weil du dann wirklich weißt, was drin ist und es ist dann viel mineralstoffreicher, vitaminreicher und nährstoffreicher und gibt dir dann auch letzten Endes mehr Energie. Deswegen am besten lese die Etiketten durch und vor allem mach dein eigenes Essen und sei dir bewusst, was in deinem Essen drin ist. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Was du auf jeden Fall vermeiden möchtest, ist der Zucker. Denn Zucker ist Gift für deinen Körper. Und wenn du noch wissen möchtest, was passiert, wenn du den Zucker für 2 Wochen weglässt, dann kannst du auf jeden Fall ein Video von mir angucken, das ich gemacht habe, das ich hier oben irgendwo in der Infokarte verlinkt habe. Nice. Dann was du auf jeden Fall reduzieren möchtest, sind die Kohlenhydrate. Denn wenn du Kohlenhydrate zu dir aufnimmst, dann kommen sie in deinem Körper letzten Endes als Zucker an. Und das möchtest du auch vermeiden, denn du möchtest ja mehr Energie haben und nicht mehr so müde wirken. Am besten nimmst du halt auf jeden Fall Gemüse als Kohlenhydratquelle zu dir auf und wenig Obst. Denn die haben wenigstens noch viel Ballaststoffe, die dafür sorgen, dass sie den Zucker ummanteln. Und das sorgt dafür, dass sie entweder ausgeschieden werden von deinem Körper, ohne irgendwelche Auswirkungen zu verursachen. Oder die sorgen dafür, dass sie letzten Endes später in deinen Blutkreislauf kommen. Deswegen am besten auf jeden Fall Kohlenhydrate reduzieren und am besten mehr Fette zu dir aufnehmen, um mehr Energie zu bekommen und sich weniger müde zu fühlen. Komplikationen entstanden, dauerten an und wurden überwunden. Gut, das war's jetzt vom Video. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat und dass du viel mitnehmen konntest aus diesem Video. Wenn ja, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mich nicht vergisst zu abonnieren und kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video, dein David.